goodness I was here. But any further attacks and... An exorcist. Was that Dial she slew? No, it wasn't a lizard demon. Are you crying? It's just... everything that's going on. Demons run rampant in the Outlands, and yet the Abbey has explicitly chosen not to come to their aid. It's true we haven't the forces to be everywhere at once, and the people of the Outlands refuse to obey the Abbey's rules. It's a heartless decision, I know, but it follows from the Abbey's perfect logic and principle. Why make excuses to me? I'm not making... My name is Eleanor Hume. I am a praetor patrolling for the Abbey. What is your business here? We heard there was a murderous demon in this town who fled from Helleves. The shipping guild incident, yes. I've been looking into it, but I haven't found any clues yet. Worry not. We will track down that foul demon and put it to the sword. Das ist aber ein Speer. Noch ein Mitglied. Treffen wir die jetzt alle hier? Did the exorcist lady go away? Yeah, she's gone. Dafür sind die zwei Dämonentypen noch Oh, hier. good. I didn't want us to get eaten. Eaten? I mean, I don't know anything about a demon. It's fine, you can tell me. I'll keep it a secret, I promise. There's a lizard demon in a cave to the north. He said he'd eat the whole village up if I told anyone. I'll give you these. Don't tell anybody, all right? Got it. That's a promise. A cave to the north. Gotta say, the folks here really don't trust the exorcists, do they? This is actually rather good. What's wrong? A worm? Nothing. Can't taste a thing. Huh? We learned what we need to. Let's look for that cave. Keine Sorge, ich nehme das ab, danke. Das fühlt sich gerade an wie Ding, ey. Shield Hero. Der war ja auch so verzweifelt und wie sagt man, von Rache und Ding getrieben und so, dass er halt nichts mehr geschmeckt hat. Alles hat nach Asche geschmeckt, oder beziehungsweise gar nichts. That's one fine yak you've got there. What an adorable face. You might not want to lean in too close. Why? That is nasty. That's why. Yaks ruminate the food they eat while they digest it. Their burps are one of the foulest things you'll ever smell. Same as cows and goats. Everyone who's raised livestock knows that. I think that point's been driven home. That's a smell I never want to ruminate on myself. Alter, das Spiel ist bisher einfach Bombe, Alter. Die Witze. Nebenbei dieses ganze Rache und Zerstörung und Dämonen und keine Ahnung was. Und auf der anderen Seite bauen die halt nur Mist hier. Schmiede verkaufe Dinge, die er hinterlassen hat. Bernstein Dolche. Ja, aber es war alles dasselbe, oder? Ich meine, die Ausrüstung ist auch Müll. Da können wir noch was einsammeln. Da ist irgendein Typ, der rumlockt. This village seems much more run down than Helleves was. This is where the Abbey sends its malcontents. Don't conform or accept the Abbey's rules or commit a crime, and you'll end up here with the rest of the refuse. And I take it the Abbey doesn't care what happens to this place. So, disrupt their precious order, and you get banished? Exactly. I'm sure they'd say it's all part of their notion of reason. Oh yeah, that exorcist Eleanor said something like that.
After the Advent, the Exorcist showed up to quell the tide of demons and to restore the human world. But demon blight keeps spreading, and the only places they can keep safe are a few of the bigger cities. There aren't enough exorcists to protect everyone. When the going's tough, cut off any excess baggage. It's the rational thing to do. I suppose so, but it's too heartless. And that right there, that's the Abbey for you. Humans aren't livestock, and we're not machines either. That's why some of us here, myself included, chose to live here of our own accord. Guess there are all types of humans out there. The important takeaway here is that exorcists are neither invincible nor infallible. Dämliche Exorzistenpack. Warte, was ist denn da? Achso, da kann ich übernachten. Wait. My granddaughter said she spoke with you. Hey, hold up. It's not like we threatened her or anything. Don't worry, I know. I gather you intend to continue your travels, yes? Then take this. It's nothing fancy, but hopefully it helps. Kochen wurde dem Menü zugefügt. Versuche jetzt die Option aufzurufen. Kapitalgruppe wiederhergestellt, sie erhält im nächsten Kampf Bonuseffekte. Menü bietet 3 Optionen. Auto kochen, kannst du Gerichte auswählen, dass nach dem Kampf automatisch zubereitet wird. Mit Kochen und Essen kannst du sofort ein einzelnes Gericht zubereiten und verspeisen. Und der Fertigkeit kannst du deine eleganten Kochfertigkeiten einsehen. Beginnen wir mit Kochen und Essen. Gut, dass ich erst nicht mal draufklicken kann. Hä? Okay, mit dem Analogstick springt er immer 2. Mit dem normalen Steuerkreuz kommt er so hin. Stachelschweinwürstchen. Indem du Kochen und Essen auswählst, kannst du ein Gericht zubereiten. Betäubung minus 10. Erstmal Velvets Fertigkeit Betäubung. Ja. It's nothing special. Und da oben rechts auf dem Bildschirm angezeigt. Auto kochen. Nach dem Kampf essen, ja. Gerade befindest wird unten rechts auf dem Bildschirm angezeigt, wie oft das ausgewählte Tab noch automatisch zubereitet werden kann. Zur Angezeigt, es wird nach dem nächsten Kampf auch kein Gericht zubereitet. Ah, now that hit the spot. Hey, Velvet, can I ask you a question? You can do whatever you want, but just because you ask doesn't mean you're getting an answer. So, about that whole apple thing, you can't taste anything? Not entirely. I can taste blood. Nothing else? Nothing. And I don't think I can feel full either. You don't think? You talk like you've never had a good meal before. I haven't. Not normal food, at least. Not since I became a demon. So, what have you been eating? Please. You were in that prison with me. I'm sorry. Forget it. This is just what I am now. As long as I have a recipe, I can still cook. And now I don't even have to worry about how it tastes. I suppose. Food keeps my strength up. That's all I care about. Huh. Sperre und Oh Geiste. yeah, the guy at that weapon shop gave me some booze for the trip. I nearly forgot about it. You really think it's a good idea to drink when we've got demons to fight? A little drink'll warm me up. I thought you couldn't feel the cold. That's true, I suppose. Well, I'm not drinking it anyway. I'm using it for something. Like what? Got some wounds to clean? That's one use for it, sure. But I've got something more practical in mind. By pouring it on the pegs that hold the blade and hilt together, the wood will swell and hold everything firmly in place in battle. You've got such a one-track mind, I swear. That's just the kind of demon I am. Okay. Ah, kann ich das weghauen? Kann ich scheinbar nicht weghauen. Ja, ich habe auch nur eine riesige Dämonenarme, also passt schon. Warum sollte ich einen Stein weghauen können? Ich kann riesige Monster kloppen, aber ich kann keinen Stein weghauen. Man kann nicht alles auf einmal haben. Erstmal die kleinen Viecher killen. You better be ready. Hold up! See this?
Ui. Das Gute ist, ich verliere jede Runde wieder meine Dinge. Come on, really? Also du kannst es eigentlich so oft einsetzen, wie du Bock hast, solange du das die Seelen dafür hast. You better be ready. Boom. I'll cut down anyone in my way. Ich meine, du musst eigentlich bloß dafür sorgen, dass auf jeden Fall einer drauf geht, dann kriegst du den Scheiß eh wieder. Finde ich gut. Hä? What's that smell? Oil? Oh ja, tatsächlich. Hat er ein Feuerzeug dabei? Bin ich von da hinten gekommen? Ich glaube schon. Dann gehen wir mal da lang. Oh, warte. That woman said she was patrolling for the Abbey. What's that mean exactly? They're hand-picked agents who travel the kingdom gauging the Abbey's success in the demon fight. They also make sure the other exorcists are conducting themselves properly. I suppose you could liken them to military police. Since the Abbey imposes so many rules on the populace, they want to show they're above board. But if they need to police themselves, isn't that as good as announcing corruption in the ranks? Some would say it's more honest this way. Idealism alone won't change the world. Maybe that's why our determined little exorcist was crying. I bet you're right. That does fit the picture. Although it's best not to take a woman's tears at face value. Huh? Just some common wisdom. Ich mag diese Gespräche, die sind einfach cool, Mann. You better be ready. Hör auf, dich zu schützen, du Sack. Und nochmal. Come on, really? Ich müsste Science vielleicht mal einsetzen. Kann der eigentlich auch sowas? Alter, was ist das für ein Sound, Mann? Oh, ich komme da nicht durch. Ja, komm her, ich mach dich platt. Oder du interessierst dich einfach nicht für mich. Ah, nein, lass mich in Ruhe. Vor allem, wie das halt sofort der falsche Weg ist, weil ich da drüben nicht durchkomme. Ja, du mich auch, komisches Drecksviech. Geh doch weiter. Ich wusste, dass der da links, wenn er links ist. Warum kann ich nicht rennen? Das ist doch scheiße. Das macht keinen Sinn, dass ich langsam gehen kann oder normal. Lass mich doch rennen. Hä? Ja, soll ich jetzt da rein oder nicht? Mal A das Ausrüstung oder Übersicht. Drei normale Ordner, okay. Ich weiß nicht, was hier abgeht.
meine, es ist doch die Höhle, oder? Warte mal, wo war das? Stand oben. Geht zur Höhle nördlich des Dorfes. Ja, das ist ja dann die, ne? Da ist das Dorf, nördlich. Ja. Das ist schon mal nicht falsch. Ja, aber bei der anderen Seite war doch auch nichts. Jetzt sind die Drecksviecher wieder da. Die werden aber zufällig reingeschmissen, die Gegenstände, ne? Was ist denn das jetzt? Den kennen wir noch nie. Den machen wir fertig. Hey, Tintenfischboy. You better be ready. So. Victory is ours. Da. Ja, aber da geht's doch nicht weiter. I think we might be able to break this boulder. And people say I'm foolhardy. I'm serious. I think we can do it. Are we not demons? You have a point. Du Bröckeln, wenn du andrückst, kannst du neue Wege öffnen. Ernsthaft? Aber Hauptsache den einen Felsbrocken von dem Ding kann ich nicht zerstören. 25 Katzgeister. Einen Katz gefunden. Viereckige Brille. Normaler Stil. Hutstil? Ach so. Dorfbewohnerstil. Nee, das schaut schon cooler aus. Normale Kleidung, Dorfbewohnerkleidung. Okay. Da sage ich jetzt mal nichts dazu. Die lässt man sie bestimmt nicht tragen, bloß weil man die Klamotten gut findet. Wieder Haufen Viecher unterwegs. Ja. Oh, was war das jetzt? Hey, Tintenfischboy. Oh mein Gott, vielleicht wird er mich einholen, vielleicht auch nicht. Wir wissen es nicht. Er kommt aber direkt auf mich zu. Oh mein Gott, Hilfe. Okay, das ist so ein Sprungding. So it was tar we were smelling. Watch your step. You won't get out if you get stuck. War jetzt nichts Besonderes. Teer fließt hier durch. War Teer nicht wichtig für Schiffe, oder? Also damit die halt dicht bleiben? Wie Silikon? Irgendwas war, glaube ich. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Ist nicht so, als ob ich ein Schiffbauer wäre. Diese Geräusche, was die Monster machen, ey. Das hört sich gerade an wie so eine Chipstüte, die jetzt. You know what they say? Falling off a rock only makes us stronger. I don't think that's quite how the saying goes. Felsbrocken oder? I'm going to jump. Don't fall and crack your skull. Alter, wenn ich einen Teer fall, mache ich mir bestimmt den Kopf kaputt. Alter, wie wär's, wenn ihr jetzt mal einen Boss rausrückt, ey? Der Sack braucht's. Warte, was ist das da hinten? Eine Mega-Fledermaus.
der Fledermauskönig. Bunga Bunga, What the hell? Ready for this? Ah, ich hab Angst vor dem. Boah. Okay. Boah, Alter. Alter, nein. Ich muss mal kurz. Objekte? Yes. I'll stop you! I'll stop you! I'll stop you! I'll stop you! See this? I'll stop you! Deception! Wie der halt immer blockt, der sagt. I'll stop you! Nein, 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 nein. Strategie. Ausrüsten. Yes! See this? I'll stop you! Deception! I'll stop you! Deception! Deception! Got you! Come! Deception! See this? I'll stop you! I'll stop you! Rufen nach Verstärkung? Oh. Ey, das ist ja nur... Wow, was war das jetzt? Oh mal. Schwäche Widerstand. Gegen normales Schlagen, oder was? Fledermausbaron. Oh Gott, das wollte ich gar nicht machen. Deception! I'll stop you! I'll stop you! I'll stop you! Ja, lass mich nur. I'll stop you! Oh, kill that! Yes! I refuse to fall here. Hat doch funktioniert. Ventit des Akrobaten. Flugstabilisierung im Kampf. Hä? Flugstabilisierung? Trank des Lebens. Bin ich jetzt wieder automatisch kalt? Ja, aber warum ist er nicht voll? Egal, jetzt gehen wir schon mal weiter.
You're a fine swordsman. Not as far as I'm concerned. I still have a long way to go. What sort of demon are you? A yaksha. I'm a war demon. A war demon. Makes sense. And what about you? You're awfully peculiar, even for a demon. I'm a Therian. Therian? That's a new one for me. What sort of demon is that? A monster that feeds on foes to gain power. I don't know much beyond that. Huh. A woman who devours her enemies. I bet your demon type is... hag. Am I right? What? Whoa. You've got the death glares down at least. Wäre das nicht eher schwarze Witwe oder so? What sword style do you use? Who taught you? I'm self-taught. For being self-taught, you're really good. Your fundamentals are solid too. But then you suddenly throw out these kicks and all these other moves. It's really unusual. Like I said, it's my own style. And what about you, huh? What's with those two swords? You say that big one is your life, yet you never even draw it. It's best that I don't. Huh? Is that part of what you learned at House Urangetsu? Yeah, we pay our debts. That's the foundation of everything we do. I don't get it. Ich auch nicht. Ich will, dass das verdammte große Schwert zieht, der Sack. Oder durch dieses Schwert wird er selber zum... Oder seine Dämonen macht oder so. Keine Ahnung. Ich schwadroniere hier nur ein bisschen rum. Ja, es wird schon wieder spät. Ich brauche einen Speicherpunkt. Ja, diese Höhle ist zu groß. Was soll denn das? Oh, 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 oh. Alter, Leute, kriegt euch mal eine. You said you can't taste anything. How is your sense of smell? Why do you ask? Those two senses work together. You know, like how if you pinch your nose while you eat, the flavor goes away? If anything, I think my sense of smell has improved. What about you? All my senses are sharper now. Still, being able to smell but not taste. You said Eutherians eat demons, right? Not what I'd call a pleasant diet. Look who's talking. What do you eat? I drink, mostly. That doesn't sound pleasant either. Nonsense. There's nothing with more depth and variety. Every ingredient, every process alters the whole. The rich, complex flavor dancing across the tongue. The mellow aroma exhilarating the nose. But what would a child know of such things? Whatever. The only downside is, now that I'm a demon, the stuff goes to my head faster than before, too. Now that you're a demon, huh? Soll das nicht langsamer gehen, weil er jetzt mehr Resistenzen hat oder so? Na, was bin ich schon? Dämonenspezialist oder sowas? Was ist denn das? Ein Heilungskreis? Wie es einfach wegkickt, ey. Ich muss jetzt zugeben, nachdem man diese Fähigkeit ja einfach bekommt, macht es doch diesen Sinn von diesen Steinen schon wieder komplett sinnlos, oder? Das ist, ich meine, das soll es wahrscheinlich ein bisschen aufpeppen, dass man was weghauen kann oder so, aber... Teleportationspunkte. Sehr schön. Ja, leider muss dieser Bosskampf warten. Weil ich jetzt aufhören muss. Dann bedanke ich mich an der Stelle fürs Zuschauen. Bisher gefällt es mir ganz gut. Und ich muss Nahkampf aggressiv sein für Angriffe, Seelenbrecher. Artes Liste. Verzerrende Klaue. Seelenbrecher mystischer Artes.
Läuse entfernen, lachende Rabe, verstoßener Phalanx. Ah. Lachender Rabe. Das sind dann die Sachen, was ich bekomme, wenn der Gegner bestimmte Sachen hat, ne? Ja, das Kampfsystem ist auch ganz cool. Ich muss das bloß mal meine Angriffe ein bisschen anders da machen. Da muss ich mich aber später mal mit auseinandersetzen, da habe ich jetzt noch keine Lust dazu gehabt. Und ja, das mit der Geschichte. Ich finde vor allem die Interaktion zwischen den Charakteren ist momentan echt funny teilweise. Da fehlt jetzt leider die Hexe wieder. Die war halt einfach nur geil. Mit dem ganzen Schwachsinn, was sie labert. Aber egal. Ich bedanke mich an der Stelle fürs Zuschauen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Servus.